Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie man Heidelbeerkonfitüre kocht. Ich habe hier Waldheidelbeeren vom Markt. Zuchtheidelbeeren sind viel größer, sie gedeihen nicht in ihrer natürlichen Umgebung und haben meines Erachtens weniger Geschmack. Die Heidelbeeren werden gewaschen, Blätter und Stängel werden herausgesucht. Für eine gute Konfitüre ist immer ein hervorragendes Grundprodukt Voraussetzung. Wenn in den Früchten wenig bis kein Geschmack ist, wird nach dem Kochen auch in der Marmelade kein Geschmack sein. Wo soll er denn herkommen? Es ist dann schade um die Zeit und den guten Willen, den man investiert hat. Ich wiege die Heidelbeeren und gebe den Zucker dazu. Ein weiterer Punkt ist auch, dass man bei Früchten mit niedrigem Säuregehalt nicht zu viel Zucker nehmen darf. Heidelbeeren enthalten nicht so viel Fruchtsäure wie zum Beispiel Aprikosen, Johannisbeeren oder Stachelbeeren. Deswegen reicht eine Zuckerzugabe im Verhältnis 2:1 aus. Ich habe ca. 490 Gramm Beeren und benötige also 245 Gramm Zucker. 200 Gramm gebe ich schon mal zu den Beeren, die restlichen 45 gebe ich in die kleine Schüssel neben dem Topf. Dort hinein gebe ich später mein Geliermittel. Entsprechend meiner Fruchtmenge wiege ich das Geliermittel ab und rühre es unter den Zuckerrest. Der Topf wird aufgesetzt und bei mittlerer Hitze zum Kochen gebracht. Mittlere Hitze und nicht hohe Hitze, da kein Wasser zu den Früchten gegeben werden darf. Zu hohe Hitze würde die Früchte am Boden des Topfes verbrennen lassen. Werden die Früchte heiß, zerfallen sie und es bildet sich Saft, den ihr hier sehen könnt. Jetzt kann man die Hitze erhöhen. Nicht jeder mag Marmelade mit Fruchtstücken darin, die anderen lieben es. Wie sehr man die Früchte zerkleinern möchte, muss jeder selber entscheiden. Da ich gerne die Früchte noch erkennen kann, andererseits aber auch gerne eine geschmackvolle Grundmasse habe, püriere ich ungefähr die Hälfte der Früchte, die andere Hälfte lasse ich so, wie sie ist. Der Mixer wird in die Früchte getaucht und ich gehe dann immer einen Schritt zurück und mache ganz lange Arme, denn es ist immer sehr wahrscheinlich, dass es spritzt. Deswegen ist es auch ratsam, das Pürieren gleich zu Anfang vorzunehmen, denn je heißer die Spritzer, desto unangenehmer sind sie auf der Haut. Die zukünftige Marmelade muss jetzt noch eine Weile kochen. Dabei wird sie immer wieder durchgerührt. Bitte geht auf keinen Fall vom Herd weg. Und wenn ihr es unbedingt müsst, nehmt den Topf vom Feuer. Mit einem Thermometer wird die Temperatur kontrolliert. Wasser kann nur 100 Grad heiß werden, Zucker jedoch wesentlich heißer. Je mehr Wasser verdunstet ist, desto heißer wird die Marmelade und überschreitet dabei 100 Grad Celsius. Bei 102 Grad gebe ich das Zucker-Geliermittel gemischt zu den Heidelbeeren und lasse alles noch 3 Minuten kochen. Das ist die Zeit, die das Geliermittel benötigt, um seine Wirkung zu entfalten. Nun fülle ich die Konfitüre in die bereitstehenden Gläser. Wichtig ist, zügig zu arbeiten, denn nur wenn die Gläser noch kochend heiß verschlossen werden, kann sich das Vakuum bilden. Das Glas ist voll, der Trichter kommt auf das nächste Glas, Deckel drauf und zugedreht und dann noch einmal mit einem Handtuch zum Schutz vor der Hitze so richtig fest zudrehen. Jetzt nicht vergessen, die Gläser zu beschriften, dabei das Etikett dort aufkleben, wo man es sehen kann. Ich schaue zum Beispiel immer von oben auf die Gläser, weil sie unten in einer Schublade stehen, also kommen die Etiketten oben drauf. So, und das ist meine Marmelade auf dem Frühstücksbrot. Wie schon erwähnt, hat sie einen intensiven Geschmack nach Heidelbeeren. Vielleicht probiert ihr es ja einmal aus. Rezepte und Zutaten findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Viel Spaß beim Marmeladekochen und wie immer guten Appetit!